Unglaublich, diese Messe hier. Es ist so voll und es ist die größte Reisemesse der Welt. Wir sind in Stuttgart auf der CMT. Normalerweise drehen wir ja nur Reisemobile, aber wir haben gedacht, komm, wir gehen mal in die Hallen, die relevant sind für das Thema Reisen. Ich muss mal gerade gucken, in welcher Halle sind wir denn hier? 4, gell? Ja. Es ist bunt und kulturell gemischt auf jeden Fall. So viel lässt sich schon mal erkennen. So, ich darf mal kurz zu euch kommen, dass wir das sehen. Ganz kurz, ich habe nur eine Frage. Kann ich das machen? Nein, er winkt ab. So, wir gehen mal ganz kurz da vorne hin. Eine ganz kurze Frage. Darf ich Sie mal was fragen? Wir sind vom Fernsehen, ja. Was ist so schön an dieser Messe hier? Die Reise, also die Halle hier mit der Reiseziele. Ja, aber es gibt auch Wohnmobile noch, ganz viele. Wenn man aber nicht so der Wohnmobil-Fan ist. Genau, dann muss man reisen. Denn kannst du die Leute verstehen, die sich in so ein winziges Wohnmobil pressen und dann selber fahren noch? Nee, nicht. Eigentlich nicht. Nee. Was ist das hier für ein Land? Wo fahrt ihr hin? Dominikanische Republik. Echt, Domrep? Ja. Du freust dich schon? Ja, auf jeden Fall, ja klar. Seid ihr aus der Gegend, oder? Aus der 120 Kilometer von hier entfernt. Okay, ihr seid extra hergekommen wegen der Messe. Ja. Man kann hier buchen und kaufen, oder wie? Ja, und Angebote also per E-Mail zukommen lassen. Krass, ja. Dann noch einen schönen Tag noch. Ja, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Boah, das ist für mich vollkommen neu hier, so eine Aber Riesenhalle. Hier ist ja noch mal voller wie bei den Karawanen. Hättest du es gedacht? Ja. Okay. Also ich glaube, die Zielgruppe ist schon begrenzt bei den Campings. Es wird zwar immer beliebter noch, aber es gibt ja auch noch die anderen, ne? Die lieber in den Flieger steigen und im Hotel sind. So, du bist ziemlich am Schreien, muss ich sagen, weil es so laut hier ist. Aber dank unseres Richtmikros, was wir haben, kann man es noch einigermaßen verstehen. Hier vorne, guck mal, die Stände sind aber auch süß gemacht hier, oder? Total, ja. Also sehr viel mit Bild wird hier natürlich gearbeitet, mit Destinations. Ja. Kroatien ist hier. Ich darf euch mal kurz was fragen. Sprecht ihr Deutsch? Ja. Echt? Ihr seid Deutsche, oder? Nee, ich komme aus Kroatien. Aber du sprichst so gut Deutsch. Warum? Ich studiere Deutsch. Deswegen, ja. Die Nachfrage nach Kroatien ist wunderbar. Ihr habt jetzt den Euro, oder? Genau, ja. Am 1. Januar ist das so. Jetzt Ja, in ganz viele sagen, Kroatien ist so teuer geworden. Stimmt das? Ein bisschen, aber nicht zu viel. Die Leute aus Italien fahren nicht mehr nach Kroatien, weil die sagen, das ist schon High-End, das ist uns zu teuer. Aber das ist wunderschön, Kroatien. Was spricht für Kroatien? Was ist so toll an Kroatien? Ja, wir haben wunderschöne Natur und unser Meer ist auch sehr schön und die Menschen sind sehr nett und ich glaube, das ist der Grund. Wie lange sprichst du schon Deutsch? Schon 9 Jahre, glaube ich. Ja, das ist ja der Hammer. Das ist ganz toll. Ist das schwer, Deutsch zu sprechen oder geht's? Ja, ist schon schwer. Ja. Tschüss, danke schön. Kroatien. Du warst schon mal in Kroatien? Ja. Warum? Wie, warum? Ja, sie Warum hat nicht? gesagt, schöne Menschen, schöne Strände und so weiter. Ja. Ist aber kein Sandstrand, das ist ja Kies Genau. meistens. Also ich muss sagen, damals, ich war mit 9, glaube ich, dort, war nicht so der schönste Urlaub. Wir waren in Umag und es hat 2 Wochen geregnet. Wir waren zu 5 im Wohnwagen mit 2 Hunden. Also es war ein absoluter Abenteuerurlaub. Sensationell. Ja, wir gehen mal kurz weiter. Es gibt unglaublich viel zu sehen. Zypern ist hier, siehst du? Es gibt auch viele Länder, wo du gar nicht dran denkst, dass du da mal hinfahren würdest, oder? Ja, ich denke, da kann man sich jetzt eben auch Ideen holen. Vielleicht bei Ländern, wo man auch gar nicht drauf gekommen wäre. So, was ist das für ein Baum? Weißt du es? Ein Olivenbaum. Ja, korrekt. Olivenbaum steht hier mitten in der Halle drin. Denn das spricht natürlich für die Länder. Haben die Leute Angst, ich sag mal, zu reisen? Jetzt nach der Pandemie, viele durften ja nicht raus. Da war das Thema Camping war ja riesengroß. Aber wenn ich mich hier umgucke... Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn man das hier sieht, dann weiß man, nein, sie haben keine Angst. Oder die meisten. Krass, Malta. Guck mal hier, die werden jetzt gerade beraten über Malta mit allem drum und dran. Das ist, ich stell dir vor, welche Fragen du machen kannst. Es gibt ja hier Reisekataloge, die können das auswählen. Ja, hier gibt es ja auch wirklich einige Gebiete einfach, wo man hinreisen kann, wo es in jedem Land unterschiedlich ist oder in jedem Gebiet sogar noch Unterschiede gibt. So, ich gehe mal kurz auf die Leute zu. Ich darf Sie mal kurz was fragen. Ja. Was sind denn so die meisten Themen, die hier angesprochen werden? Was wollen die Leute wissen? Die Leute suchen vor allem Wanderkarten. Wanderkarten. Sie möchten gerne wandern, übernachten auf einem Campingplatz. Das hier ist Südtirol, oder was seid ihr? Nicht ganz Südtirol, es ist eigentlich Trentino. Südlich von Südtirol zwischen Dolomiten und Gardasee. Okay, und das Land? Was für ein Land ist das? Italien natürlich. Italien. Aber ihr sprecht Deutsch. Du kommst daher oder wie? Ich darf dort wohnen, ich bin dort geboren. Österreicher bist du? Österreichischer Vater und deutsche Mutter. Boah, krass, du bist Multikulti. Ist das hier eine Verkaufsmesse oder gibt ihr nur eigentlich die Prospekte raus? Ist es so eine Servicemesse? Es ist eine Servicemesse, aber wir geben auch besondere Angebote. Das heißt, es sind auch Leute, die dann auch gerne buchen. Viele Gäste kommen auch zum Beispiel zu Campingplatzunternehmen,
die sie schon kennen und sagen einfach, ciao, wir kommen wieder, was gibt's Neues? Du bist aber nett, du musst hier noch 7 Tage, noch weitere 7 Tage sein. Morgen wird ein bisschen ruhiger, denkst du, oder? Ja, aber kommen andere Gäste. Morgen kommen nicht mehr Familien, sondern auch 60 plus Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben, auch in der Woche und dann auch schöne Angebote suchen. Guck mal, was hier los ist. Du bist zufrieden, oder? Ja. Das ist sensationell eigentlich, oder? Ja. Wenn du mir mal kurz mal zeigst, da sind die Wanderprospekte, die du hast, oder? Ja. Hier sind zum Beispiel die westlichen Dolomiten, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Paganella. Dort haben wir die östlichen Dolomiten, Val di Fassa und Val di Fiemme. Hinter mir dann der ganze Gardasee. Und was noch? Kleinere Gebiete, die man so entdecken kann, wenn man nicht nur am Gardasee wohnen möchte. Etwas Neues suchen, zum Beispiel Calonazzo und Levico-See. Und man kriegt hier kostenlos Wanderkarten und kriegt Informationen, wo man hingehen kann und so weiter. Genau. Ist das Internet nicht ausreichend oder ist so eine Messe? Nein. Warum nicht? Vor allem bei den deutschen Gästen werden noch so Broschüren und Karten absolut auf einer Messe zusammen gestellt, weil bei einer Planung braucht man auch Papier. Also ich muss sagen, ich bin auch ein Fan von Prospekten und Büchern, wo ich einfach mal was in der Hand habe und nicht alles nur online. Ja. Internet ist behilflich, man sucht dann weitere Informationen, Unterkünfte zum Beispiel, aber Karten sind wirklich das Wichtigste noch. Sehr schön. Vielen Dank. Dein Vorname, wie hast du? Christina. Christina, ein typisch deutscher Name. Ich danke dir ganz herzlich. Und für wen arbeitest du jetzt eigentlich? Ich arbeite für eine Burg, für ein Schlosshotel, Castelpergine, eine mittelalterliche Burg. So, das darfst du mal kurz zeigen. Als Prospekt hier, zeig mal bitte. Dass wir das mal sehen. Ist das schön? Ja, sehr schön. Ein spannender Ort. Man kann dort in einem wunderschönen privaten Innengarten relaxen, gut essen, historisch oder auch modern wohnen und dann das ganze Gebiet des Val Sugana mit diesen Seen, Calonazzo und Levico erkunden. Oder auch nach Venedig fahren in einem Tag mit dem Zug oder nach Bassano del Grappa und die Stadt Trento erkunden. Sensationell. Hätte ich das jetzt nicht gewusst, wenn ich hier bin. Und der Name nochmal von dem Hotel? Castelpergine. Okay, warte mal. Ist es irgendwo hier abgedrückt? Da unten ist es, ja. Okay, super. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Boah, hier geht gerade voll der Punk ab. Ja. Hier geht die Post ab. Guck mal, hier total eingebrochen sind ja Kreuzfahrten. Und meine Frau hat gemeint, wir müssen Kreuzfahrt machen. Ja, meine Eltern sind auch ganz begeistert. Also die wollen auch unbedingt wieder eine Kreuzfahrt machen. Wir waren jetzt dieses Jahr in Dubai und Saudi-Arabien generell. Die sind begeistert. Also was so ein Schiff alles zu bieten hat, unglaublich. Also 16 Restaurants und so weiter, Pool, Partys. Also da brauchst du eigentlich gar nicht woanders hin. Ich darf Sie mal kurz was fragen. Sie gucken gerade das Schiff so an. Ja. Ist das Thema Kreuzfahrt für Sie relevant? Nee. Warum nicht? Essen gehen, den ganzen Tag essen gehen? Oder? Schlechte Schwimmer. Schlechte Schwimmer? Okay, vielen Dank. Schlechte Schwimmer. Aber hier so ein Schiff hat doch definitiv alles, oder? Ja. Das ist Live-Musik, oder? Wird die gerade dort? Ja. Warte mal, sollen wir mal gucken, wo das ist? Dass wir das mal sehen. Wir gehen mal kurz hier rüber. Hier vorne kommen Sie durch. Komm, wir zeigen das mal gerade. Wir sind nämlich auf der CMT in Stuttgart. Das Ganze ist sensationell. Krass, oder? Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ja, klar. Geht so ein Fanfarenzug durch. Das ist auf dem Land oft, wenn jemand heiratet, machen die das, oder? Würde ich nicht. Wenn jemand heiratet, machen die das. Auf dem Land? Ja. Nee, bei Stadtfesten. Stadtfesten? Ja. Okay. So, wir gucken mal die Türkei. Guck mal hier, ganz, ganz beliebt bei Deutschen. Das ist ja das Reiseziel schlechthin. Ja. Wir gehen mal kurz hier vorne hin und fragen die mal. Hi! Hi. Ihr vertretet die Türkei, eindeutig, oder? Ja, Türkei. Oh, du sprichst Deutsch ein bisschen? Ein bisschen. Ein bisschen. Was fragen die Leute gerne? Welche Fragen stellen die euch? Also die stellen euch ja Fragen, wo kann man hinfahren? They ask for, what kind of questions do they ask? Wir können vielleicht weitermachen. Kein Problem. Was fragen die meisten Leute? Die meistens fragen die Preise. Die Preise? Ja, die Preise. Weil die Preise wird als voriges Jahr sehr, sehr erhöht von unserer Seite. Immer noch? Ja, immer noch. Okay. Deswegen die meistens fragen die
Preisen und Strand. Die fragen vielmal, what kind of type? Okay, also Typ Sandstrand, Kiesstrand. Kiesstrand, ja, das fragen die meistens. So, ihr habt ja eine große Inflation in der Türkei. Das heißt also, wenn man die Preise jetzt vergleicht, wird alles teurer bei euch, oder? Ja, über dann 100%. Wir können das sagen. Wir fühlen das. So, ich zeige das mal gerade. Ihr habt so Giveaways. Was ist das da? Was ist das? Das ist ein Streicher, Marker, meistens für die Kinder. Okay. Verschiedene Und die laufen gut, die Leute holen die einfach mit, oder wie? Ja, die nehmen einfach mit. Du sprichst so gut Deutsch, warum? Wir arbeiten seit vielen Jahren mit deutschen Gästen in unseren Anlagen. Deswegen kann ich so sprechen. Und du bist jetzt, von welcher Anlage bist du? In Adalia Hotels. Echt? Du bist das? Ja. Wenn du mal kurz zeigst, das ist das Prospekt, oder wie? Ja, das ist Prospekt. Zeig mal. Also das heißt, ihr habt diverse Hotels, oder wie? So kann ich Ihnen erklären. Wir haben 4 5-Sterne-Anlage in Antalya. Eines ist in Lara Area, 3 sind in Sida. 3 Anlagen sind child-friendly. Eine Anlage ist ab 18. Das bedeutet, ab 18? Ja, die sind adult only. Ach so, es gibt Leute, die sagen, ich will keine Kinder. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, ich will gern Familien haben, oder? Ja. Also Türkei meistens ist ein Familienprodukt-Destination, aber manche Leute möchten keine Kinder. Die brauchen ein bisschen Ruhe. Die da rumschreien Ja. und dann Stress machen und so. Du bist jetzt 21, sie dürfte rein in den Club ab 18, 22. Ja. Sie kann einfach. 23 schon. Ja, bitte schön. 23. Ja, weil Frauen beschweren sich eigentlich meistens darüber, wenn man sie zu alt schätzt. Ja. Ich will, dass du es richtig sagst. 23. So, jetzt haben wir das geklärt. So ist das. Preis, was muss ich denn einrechnen, wenn hier so eine junge Frau, die 23 ist, gerne eine Reise buchen möchte? Was muss sie bezahlen? Ja, in Antalya, unsere Preise sind wie ein Pyramid. Von April bis Oktober können Sie denken. Zwischen April, Mai ist ein bisschen gleich. September, Oktober ein bisschen gleich. Aber Juni, Juli, August ist Hochpreis in unserer Anlage. Optimal 5-Sterne-Anlage hat in Hochsaison 160, 170 Euro pro Person pro Nacht. Die Preise können wir sagen. Zum Beispiel unser höchster Preis ist in Adalia Elite Lara. Ist das gut, das Hotel? Ja, gutes unter unseren Anlagen. Das hat in Hochsaison, für Gäste meine ich, aber nicht Vertragpreis, mit dem Reiseveranstalter, ungefähr 190 Euro pro Person pro Nacht. Okay, aber das ist schon High-End, oder? Ja. Okay, jetzt wird's laut. Wir gehen nochmal. Da sind wir. Adalia heißt das Ganze. Und das Ganze ist in welchem Ort ist das? Der Ort? Ort Antalya, Türkei. Türkei. In Side Area 3-mal, in Lara 1-mal. Also Side und Lade. Okay, verstanden. Jetzt Welche Gäste sind so am meisten bei euch? Deutsche, Niederländer, Italiener? Also unsere Gruppe, wenn wir über unsere Gruppe sprechen, 60% von Deutschland, 25% von England, der Rest klein, 3%, 4% von Slowakien, von unserer Domestic Market, von Russland und von anderen Ländern, von Nachbarn von Russland. Okay, klasse. Ich war mal in einem Hotel, da waren nur Russen. Das kann aber bei euch nicht passieren, dass nur Russen sind. Nein. In Kemer meistens so. Kemer Area. In Beleg Area können wir das auch sagen. Meistens Russ, aber 100% Russ kann man nicht sagen. Ganz viele. Also das war so. Vielen Dank. Tschüss. So, und hier kommt wieder die Blaskapelle, die da ist. Bulgarien. Hier ist wieder mal, das sieht aus wieder wie Türkei, oder? Ja, Türkei, eindeutig. Ja, eindeutig. Also es ist unglaublich bunt hier und vielfältig, so wie eben die Welt auch ist. Boah, das hast du schön gesagt. Ne? Ich komme mir vor wie auf dem Rosenmontagszug und wir moderieren. Aber ist das Ich war ja auch schon auf der IMAX letztes Jahr und da ging es aber eher um... So, ich zeig das mal gerade. Das ist, was für ein Hund ist das? Shih Tzu. Ein Shih Tzu. Ach so, die gibt es wirklich? Die gibt es natürlich, wieso nicht?
Das ist ja ganz krass. Alter von dem Hund? 5 Jahre. 5 Jahre. Oh, ist der Gold? Ist ein Mädchen, ein Junge? Mädchen. Ein Mädchen. Und was wiegt der ungefähr? 5 circa. Der kann aber nicht selber laufen, oder? Doch, na klar kann er, aber zu viele Leute. Zu viele Leute da. Okay. Ist die schön, die Messe hier? Ist das toll? Geht doch. Er hat in mein Mikro gebissen. Boah, das habe ich noch nie gehabt. war es besser, denke ich mal. Sag mal, der hat ja richtig Power, der Hund, oder? Ja. Okay. Gerade bei Fremden. Tschüss. Ciao. Das habe ich noch nie gehabt. Aber ganz ehrlich, das Mikro sieht aus wie ein Hase, oder? Ja, Da hat er reingebissen. Ja. Ein Glück, dass ich den Schallschutz habe. Guck mal hier, ein echtes Lama. Ja, echt. Total echt. So, jetzt sind wir hier. Jetzt ist sie eingefangen. Boah, es ist aber hier die Blaskapelle, man kann sich kaum noch unterhalten, oder? Ja, das ist wirklich laut. Deswegen, ich will nicht so ins Mikro schreien, weil sonst... Brauchst du gar nicht. Ja, Du kannst ganz leise reden. ich weiß. Ich bin nah bei dir. Aber ich höre mich ja selber fast nicht. Ja, du kriegst ein In-Ear von mir beim nächsten Mal und dann hörst du dich selber. Da ist es viel besser. Was haben wir hier? Le Boat, komm an Bord. Aber der kleine Hund, der hat echt in mein Mikro gebissen. Hi. Deutsch sprecht ihr? Ja, Klasse. Was ist denn das Le Boat? Das ist doch schon mal ein Schreibfehler in sich, oder? nein, überhaupt nicht. Das ist nämlich Französisch und Englisch kombiniert, Le Boat. Und das ist Hausbooturlaub. Hausbooturlaub, wo denn? Ganz in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Kanada sogar. Hausboot heißt ein Tiny House mit Motor, oder? Das ist wie ein Camper auf dem Wasser oder eine Ferienwohnung auf dem Wasser. Zeig mal so ein Foto von dem Ding. Hast du ein Foto hier? Foto? Ja, schau mal an die Wand hier oder vorne hier. Ah, hier ist ein Film sogar, da kann man das zeigen, den ihr habt. Niederlande, da gibt's auch viele Kanäle, oder wie? Da gibt es Kanäle, genau, wo man schön drauf fahren kann, Flüsse und Kanäle. So, und da sind so kleine Boote. Darf ich die denn fahren ohne Führerschein? Ja, ohne Führerschein kann man nicht fahren. Keine Vorkenntnisse braucht man wird alles erklärt bekommen, was man benötigt vor Ort. Ich wohne ja in Frankreich, in Saargemünd. Da gibt es auch so einen Kanal, da geht das, glaube ich, man kann, glaube ich, fahren von ganz dem Norden bis ganz in den Süden runter, nach Frankreich runter, durch die Wasserstraßen. Stimmt das? Da braucht man aber ziemlich viel Zeit, gerade mit den Booten. So ungefähr, wie weit kommt man am Tag? Also, ich kann mal auf der Karte was zeigen. Zeig mal. Schau mal, hier in Südfrankreich zum Beispiel, von Castelnaudary bis ungefähr hierhin eine Woche. Eine Woche? Ja, kannst dir vorstellen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, für Leute, die Zeit haben, ist das teuer? Ist das teuer? Das kostet ab 800 € die Woche. Die Woche? Die Woche. Und wie viele Leute gehen da rein? Das ist ein kleines Boot allerdings, mit einer Kabine für 2 Personen. Es gibt aber Boote bis zu 12 Personen. So, ich guck mal, die heißt Maike. So. Und der Laden heißt Le Boat. Le Boat. Und euch gibt's schon lange, oder wie? Über 50 Jahre. Tschüss, Maike. Ciao. Sag mal, selbst auf meinem In-Ear ist es jetzt so laut. Ich sehe aber nicht, wo die sind. Ja, nicht. Aber die müssen ganz in der Nähe sein. Irgendwo müssen die sein hier. Die stehen an einem Platz. Die stehen da vorne an der Ecke. Ah, okay. Verstehe. Tja, jetzt hast du dreimal raten, welche Zielgruppe hier angesprochen wird. Weil ist ja kein DJ. Kinder. Was? Und Alte. Kinder und Alte. Kinder und Alte. Oder halt Familien. Ja. Aber Kinder finden das cool, oder? Ja. So eine Blaskapelle, die hier drin ist. Was haben wir hier? Asien und Pazifik. Ist so laut hier, oder? Das ist so laut. So,
Das ist übrigens nur eine Halle, musst du dir vorstellen. Davon gibt es 3 Stück. Also man wird echt überwältigt von den ganzen Informationen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man hier als Besucher herkommt, man weiß abends nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Da ist er nämlich, den haben wir eben gehabt, die Biker-Touren. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Da war er da. Und was da ist? Tunesien. Hi. Hi. Ist das schön hier? Bitte? Ist das schön hier? Ja, natürlich. So, Tunesien, das ist, kenne ich, da war ich schon mal. Was ist so schön an Tunesien? Wo soll man anfangen? Also es ist ein sehr reiches Land. Da gibt es die Wüste, sehr gut, sehr interessant. Es gibt Wald und Berge, es gibt schöne Strände. Die Kultur, davon weiß man echt wenig, aber die ist echt auch sehr gut. Also man erfährt, wie zum Beispiel die Nomaden in die Wüste ihre Wege finden können. Da kann man mit denen eine Nacht verbringen. Da kann man auch lernen von den Lokalen im Wald, wie man traditionelle Käse vorbereitet. Käse. Ja. Geil. Genau. Das ist cool. Sag mal, ist schon ziemlich laut hier, oder? Ja, manchmal. Ist das schwierig, da mit den Leuten zu reden, wenn so laut ist? Manchmal, ja. Also die Band zum Glück ist nicht dabei seit dem Anfang, aber na gut. So. Manchmal gibt es ein bisschen Ambiance, ist gut. So, man kriegt auch hier was zu essen, oder? Ja. Warte, ich zeig das mal gerade. Das sind Feigen. Sind die Feigen aus dem Supermarkt oder habt ihr die mitgebracht? Das sind die frischen Datteln aus Südtunesien. Okay, die habt ihr extra mit dem Flieger mitgebracht, oder wie? Ja, die haben wir uns liefern lassen, die haben wir immer. Wollt ihr die mal probieren? Nee, ich darf nicht, aber... Aber es ist unheimlich lecker und geben einem die Kraft und Energie für die ganze Messe. Und es ist ultra gesund aus Südtunesien, aus den Oasen. Ihr müsst ja zufrieden sein. Die Messe ist ja fast überlaufen, oder? Ja, wir sind zufrieden. Wir sind happy, dass wir wieder hier sind nach dieser langen Zeit, nach 2020, obwohl wir digital 21 auch schon dabei waren. Aber es ist super und es ist echt gut, was zu tun und wir sind mega happy, dass wir hier an der CMT Stuttgart teilnehmen. Es ist auch die bedeutendste Publikumsmesse weltweit. So, hast du schön gesagt, ja. Das ist, kriegst auf jeden Fall den Orden von der Messe für die Aussage, ja. Ist so, aber ist so, wenn man 2 Jahre nicht hier auftreten kann, dann ist man ausgehungert, oder? Natürlich fehlen die Messen. Ne? Das ist da, man hat viel online gemacht, das ist aber der direkte Kontakt zu den Gästen und Kunden ist einfach nicht vergleichbar. Und es war eigentlich online doch ein bisschen mehr B2B und es ist ganz wichtig, einfach mit den Menschen direkt zu kommunizieren. Und man merkt ja an der Masse an Leuten, die hier sind, dass das Interesse nach Reisen sehr, sehr groß ist. Ne? Bitte. Gibt es auch viele, die jetzt irgendwie Tunesien gar nicht auf dem Schirm haben und dann von eurem Stand wegkommen und sagen, boah, da muss ich unbedingt hin? Ja, das haben wir auch. Also wir haben so alles gemischt. Wir hatten ganz viele Leute, die mit dem Campingbus mit dem Campingcar runterfahren wollten. Da war viel Nachfrage, aber es gibt auch Leute, die wir einfach ansprechen und die vielleicht gar nicht an uns gedacht haben, an Tunesien. Die dann sehen sie eines der Videos oder sie hören, oh, Star Wars wird in Tunesien gedreht, really? Da kann man die Leute erfreuen und da kommen auch einige. Aber es gibt auch manche, die schon gebucht haben. Also es gibt auch immer wieder Leute, die man von vor ein paar Jahren schon wieder kennt. Ne? Also die man von Weitem sichtet, das ist auch schön. Nee, es ist gut. Also wir sind echt froh, hier zu sein. Was zeichnet Tunesien jetzt aus? Was Tunesien auszeichnet? Also, Hat er auch schon gesagt, 1000 Strände, Djerba, aber ist noch mehr als Djerba, oder? aber es ist definitiv mehr. Nee, ist zu laut hier. Wir haben mehr. Also auf jeden Fall, es ist von Stuttgart gesehen, ist es um Tunis 2 Stunden entfernt. Das ist echt ein Katzensprung. Mit dem Auto. Naja, da musst du... Mit dem Flugzeug. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wenn du mal kurz mitkommst, hier ist die Landkarte. Da sieht man das, denn die meisten kennen ja nur Djerba, oder? Du kennst Djerba? Nee. Nee, auch nicht. Du warst noch nicht da. Also Djerba wäre hier, ne? Von Djerba, von Stuttgart aus brauchen wir ungefähr 2,5 Stunden. Und ihr fliegt ja praktisch einfach geradeaus runter, wenn es Schlenker über Korsika und dann ist man da. Und das ist die Nähe, zeichnet Tunesien aus. Aber ich denke, was wichtig bei Tunesien ist, ein kleines Land, aber es ist ultra vielfältig. Wie gesagt, wir haben super schöne Strände. Djerba mutet karibisch-tahitisch fast an, hat aber auch dazu noch die Nähe zur Wüste, was super spannend ist, weil man einfach, und die Wüste ist nicht nur Wüste, die Wüste ist sehr variiert. Also man hat das schöne deutsche Wort Steinwüste, ist ein Wunder, das Dahar-Gebirge, ist grandios, das sind wirklich Kraterlandschaften, wo man sich fast so fühlt wie auf dem Mond. Und da wurde auch Star Wars gedreht. Es gibt auch in der Nähe Tatooine mit den Speicherburgen, Planet in Star Wars, Tatooine, Stadt Tatooine, Cape von Darth Vader, ein bisschen wie der Burnus. Also
sehr viel Inspiration und das ist einfach klasse. Und diese ganzen, ist so schnell in der Sahara. Also ich zeige euch mal kurz, wenn ihr hier mitkommt. Also nochmal, du behauptest, Star Wars wurde gar nicht im Weltraum gedreht. Nein. Boah, das hat mein Weltbild gerade verrückt. Mon Dieu. Und hier zum Beispiel habt ihr einen Blick auf den Chott d'Algérie. Das ist der große Salzsee. Und sowas einfach in 2,5 Stunden von Deutschland zu haben, Sonnenaufgang, es tut einem verdammt gut. Man kommt runter. Wie kam es dazu, dass dich Tunesien so begeistert hat? Es kam euch, aber arbeite jetzt schon seit 20 Jahren für Tunesien. Ich bin die Pressereferentin und es war, ich sag's mal ehrlich, es war ein reiner Zufall. Ich war Journalistin davor und habe in Berlin einen anderen Job gesucht, habe ich dann in Frankreich gelebt und da hatte ich sehr viele Verknüpfungspunkte zu Tunesien gehabt und so kam das wieder. Mais si tu ne parles pas français, tu n'as aucune chance de faire la communication là, c'est ça? Mais bien sûr, weil in Tunesien ganz viele Leute Deutsch sprechen. Deutsch? Ja. Warum? Weil mit Bramble McNeckermann, weil ganz viele Leute in den 70er Jahren schon nach Tunesien... Ach, die haben sich darauf eingestellt? Die Tunesier sind sprachbegabt und diese ganz großen Massen kamen schon in den 70ern und unter anderem der damalige Kanzler Willy Brandt. Der Willy? Der Willy hat in seiner Amtszeit gerne auf Djerba Urlaub gemacht. Yep. Und die Tunesier sprechen wirklich extrem viele Sprachen. Die sind einfach ein Sprachgen. Aber wahrscheinlich, weil so viele verschiedene Zivilisationen über die Jahrtausende von Jahren da durchgekommen sind, ist es in den Genen geblieben. Also du kannst wunderbar in Deutsch. Kann man auch sehr gut kommunizieren, ist ja kein Problem. Viele von unseren Local Guides zum Beispiel können Englisch sprechen, auch auf Englisch erklären. Auch in Fernorte wie zum Beispiel Tataouine, wie Andrea gemeint hat. Also da kommt man gut hin. Tunesisch. Tunesisch ist ja ein Dialekt. Offiziell spricht man, also zum Beispiel in Sendungen oder so, spricht man entweder Französisch oder Arabisch. Auf Straße ist Tunesisch, das ist eine Mischung. Ihr habt so spezielle Worte, zum Beispiel Fernseher ist Telefaser. Telefaser. Ja, genau, weil das ist so, und dann zum Beispiel reparieren ist Salai. Das ist ja nicht Hocharabisch, sondern ihr habt andere Wörter, gell? Ja, genau, das ist eine Mischung zwischen Italienisch, Spanisch, Französisch, Türkisch auch. Was lustig ist, Malta ist ja nicht weit weg von Tunesien und was die Leute dort sprechen, können wir auch sehr gut verstehen. Wobei die Länder sind ja unterschiedlich kulturell. Ihr müsst aber aufpassen, weil die Touristen können auch viele Sprachen. Wenn ihr euch lustig macht über die Touristen, ist das sehr gefährlich. Ist ja auch schon passiert. Und dann, du verstehst das auf einmal, was sie sagen. Ja, und dann kommt so, ach wirklich? Und du denkst dir, oh. Passiert. Ja, also ich war schon in Tunesien, tolles Land, muss ich sagen. Habe auch einen Teller mitgenommen. Ein Teller? Ja. Einen geschmiedeten Teller aus Bronze. Den habe ich, das ist aber schon... Messing. Ist aus Messing. Ist irgendwie 20, 30 Jahre her, aber ich kann mich super daran erinnern. Gab es mal so einen Break zwischendurch, wo die Deutschen nicht mehr hingefahren sind, oder? Doch, wir hatten so ein schon ein paar Jahre Schwierigkeiten in den Anfang 2000 und danach, aber die Deutschen sind immer wieder gekommen. Also, sehr schön. Das ist gut. Ich hoffe, sie kommen immer, wir werden wieder vermehrt kommen hier. Wir haben jetzt auch wieder mehr Flüge am Start, also auch hier in Stuttgart. Ne? Und es läuft und wir haben eine coole junge Generation. Wir haben echt einfach, das ist ein wunderschönes Land mit super coolen jungen Menschen und jungen Leuten, genau, und auch älteren Leuten. So. Aber Tunesien lohnt sich einfach zu... Du bist doch nicht alt, jetzt mal ehrlich. Ich bin immer noch sehr jung, klar, aber es gibt eine New Generation. Dankeschön. So, vielen Dank. Wir müssen weiter. Tschüss. Für wen? German Television. Einfach googeln, da kommt nicht die ARD, da kommen wir. Es ist kein Scherz. Kannst du jetzt ausprobieren? Mach mal. Soll ich das machen? Ja, gib mal ein German Television und dann wirst du sehen, wer braucht die ARD, wenn es German Television gibt. Ja, das ist echt so. Einfach mal in Google eingeben und ja, es ist schon sensationell. Du bist hier auf einer Messe und hier sind, ich glaube gestern waren 40.000 Leute waren hier, also in einem Tag. Gestern war auch viel los, ja. Das ist meine erste Messenteilnahme, also ich finde das... Warte mal. German Television, das sind wir, ja genau. Okay. So, und das ist, es war wahrscheinlich auch der erste Eintrag, oder? Ja, hoffe ich. Das war der erste. Ja, das ist der Kanal, ja. So muss das sein. So, ich danke euch herzlich. Tschüss. Ein Geschenk. Das darf aber nur die Simone annehmen. Ich darf das nicht, aber die Simone darf das. Also ich gebe dir einfach mal zwei. Das ist hier kleine Keramik, das ist Tanit. Das ist von den Karthagern. Karthago ist ja uns. Die Göttin Tanit, der Göttin der Fruchtbarkeit. Boah, jetzt, nicht, dass ich jetzt gleich schwanger werden will. So, jetzt ist ja mit dem Kinderwunsch nichts mehr, oder? So, vielen Dank. Ihr seid auf jeden Fall total süß. Also das gefällt mir sehr gut. So, dann
kommt in Halle Nummer, was sind wir, 4? 4, genau. In Halle 4 und die ist ja riesig und es gibt viele Hallen. Das heißt, an einem Tag packst du das nicht, oder? Also ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich bin ja hier am Stand, aber die Leute kommen ja morgens früh schon immer gerne und das ist sicher, ich glaube, die packen das schon, ne? Aber es ist viel zu tun. Ich glaube, dass wenn man so morgens um 10, 11 hier aufschlägt, schon die Hallen schafft, ne? Aber es ist, man kann gut durchlaufen. Viel zu machen. So, tschüss. Danke dir. So, let's go. Boah, wenn du aber so Smalltalk an jedem Stand machst, da kommst du nicht weit. Nee, wirklich nicht. Also ich glaube, man muss sich vorher wirklich schon so ein bisschen informieren, wo man hin will, weil das ist, du wirst erschlagen. Das ist einfach. Was krass ist die Lautstärke hier in der Halle, oder? Ja. Also ich versuche schon leise zu reden, aber ich glaube, es ist immer noch zu laut. Ich habe ja In-Ears an. Ich höre ja nur das Richtmikro, was da ist. Und ich muss dir sagen, es ist im In-Ear fast unerträglich laut. Echt? Und dann, es muss im Original noch viel lauter sein. Ja. So, komm, wir gehen mal weiter. Was ist hier? Wigwam, die Wildnisse der Welt, die sind hier. Aber wir machen gleich mal... Vielleicht auch mal interessant. Was sagst du? Jamaika? Jamaika. Boah, und das ist immer klasse. Die Leute sind immer Profis hier, die sich gut auskennen. Und wenn du mal so richtig viel Glück hast, ja, dann wirst du von einem Jamaikaner auch geschaukelt. Das sieht dann so aus. Ja. Das ist, glaube ich, so das Bild, was man hat, dass die Freundin kommt mit und er ist total happy oder die beiden sind im Wasser und küssen sich. Ja. So stellt man sich Urlaub vor, oder? Ja, schon. Aber was hast du für eine Idee über Jamaika? Lockerheit, Kiffen. Kiffen? Echt? Boah, sie geht schon weg, als du Kiffen gesagt hast. Das ist so sofort, komm, wir müssen hier weg. Weil das ist ein Vorurteil. Nee, alles gut. Nein, ich habe sie... Du sprichst Deutsch? Ja, klar. Super. Ich habe sie gefragt, was sie im Prinzip über Jamaika weiß. Ja? Und dann hat sie gesagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, entspannt und kiffen. Entspannt und kiffen. Wow, nicht unbedingt falsch, aber es gibt viel mehr. Jamaika bietet viel mehr als nur entspannt. Wir sind Badeurlaub und wenn man sagt, ich will Land und Leute sehen, ist auch super Ort davor. Okay. Also nicht nur Bob Marley. Nicht nur Bob Marley, aber schon Bob Marley ist ein Geburtsort von Bob Marley, aber wir bieten viel mehr. Und Okay. Sind die Strände sauber? ja klar. Ich frage nur mal so. Ja, Habt ihr so ein Foto? Ich darf das mal zeigen. Ja, klar. Da sind hier zwei Mädels, die springen ins Wasser. Ist das so schön da? Es ist ganz genau so schön da. Genau wie man das auf dem Bild sieht, ist Jamaika so. Jamaika hat zum Beispiel, auf Englisch man sagt, the land of wood and water. Es gibt einen Grund davor, weil wir haben jede Menge vom Wald und Flüsse. So, warum sprichst du so gut Deutsch? Weil ich lebe hier in Deutschland seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Und ich habe mir Mühe gegeben. Boah, du machst das echt gut, aber Deutsch ist gar nicht easy, oder? Nein, ist nicht, aber ich glaube, man sollte versuchen anzupassen und zu integrieren, welche Kultur die sind. Und Du hast ein wunderschönes Kleid an, das wollte ich mal sagen. Danke, ist Vintage. Ist Vintage? Habe ich in Deutschland gekauft. In Deutschland? Dankeschön. Gerne. Tschüss. Boah, die war ja klasse, oder? Ja gut, die Leute sind ja nett. Das ist ja hier eine Reisemesse. Wenn die alle griesgrämig wären, da wird ja nichts hier eingehen, oder? Ja, die müssen aber auch offen sein, stimmt. So, wir machen einen Cut. Also das ist ein kurzer Zwischenstand in Halle 4, dass wir zumindest mal drin gewesen sind. Und die Halle ist unglaublich groß. Also es ist eine der ganz großen Hallen hier. Aber es gibt ja auch immer wirklich nur Bereiche, Katalonien oder wirklich nur, was haben wir vorhin gesehen, Dolomiten. Also es sind ja wirklich nur Kleinstbereiche, aber da wird alles im Detail vorgestellt. Also bringt euch auf jeden Fall Gehörschutz mit. Ja. Nee, kein Witz. Also hier ist richtig laut drin, oder? Ja. So, und jetzt gehen wir mal raus. Und dann könnt ihr gleich mal hören, wenn ihr rauskommen, wie es da ist. Wie es denn ist. Und ich guck mal gerade, sie ist nämlich ein kleines bisschen warst du jetzt griesgrämig, hast du geschaut. Nee. Bist du nicht zufrieden hier auf der Ecke? Doch, sehr. Aber? Nix aber. So, was machst du für Werbung? Sylt, Rügen, Usedom, Müritz? Berlin, Allgäu, Chiemsee und Côte d'Azur. Das ist aber ganz schön weit auseinander. Ja. Warum ist das so? Was für Ferien glücklich machst du? Ja, die GEW, das ist eine Ferienagentur von einer größeren Organisation in Deutschland und das sind die eigenständigen Betriebe und da kann man dann Urlaub machen. Früher nur für Mitglieder und jetzt auch für jeden Individualgast. Also du bist selber auch Hotelier oder wie? Ich war es. Jetzt dann
helfe ich einfach hier mit beim Marketing. Und du kommst aus Österreich, oder? So ist es. Woher kommst du? Aus Kitzbühel. Aus Kitzbühel. Sehr schön. Also, geh zu GEW und jetzt ist sie voll am Strahlen, muss ich gerade mal sagen. Tschüss, danke dir. Ciao, ciao. Komm schnell raus, dass wir das sehen. Es gibt auch was zu essen hier. Guck mal hier. Hier wird Käse. Das Coole ist, das Gemeine ist hier Simone. Wo ist Simone? Ja? Man kann hier alles probieren. Oh. Ich glaube, wir machen jetzt die Kamera aus und probieren uns mal durch. Dann, du kannst probieren, aber du kriegst ja dann ein schlechtes Gewissen, musst doch kaufen. Stimmt, ist auch doof. Komm, wir gehen mal weiter. Hier vorne gibt es auch Brote. Die machen das hier. Alpenprodukte aus Südtirol gibt es hier. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ganz, ganz toll. Und Ich habe ja mal einen Monat dort gewohnt. in Südtirol? Ja. Wo denn? Direkt eigentlich an der Grenze zu Österreich. Schön. Wo? Wie hieß, also der größere Ort, das andere kennt man nicht, aber auch, sag jetzt mal, eine Stunde von Dolomiten entfernt. Warte mal, wie hieß denn das? Muss man ja nicht wissen. Ist nicht so schlimm. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Das Foto musst du ein Stammbild gleich machen von dem Gesicht, das du gerade gemacht hast. Genau so. Komm, wir gehen schnell raus. Hier ist Ausgang. Und jetzt werdet ihr gleich ein Wunder erleben. Es wird auf einmal ganz leise. Hoffe ich zumindest. Weil hier drin... Oh, ist das schön. Oh, ist das krass. Mach mal zu. Und hier? Hast du schon mal erlebt an Lautstärke? Das ist wirklich heftig. Die müssen einen Gehörschutzhinweis machen. Ja. Ja, zumindest für Kinder. So, und jetzt kommt es aber noch viel schlimmer. Guck mal, 6.1. Oh Raus ins Vergnügen, rein ins Vergnügen. Halle Nummer 6, Weißt du, was in zweiter der Halle Film. ist? Nee, weiß ich nicht, aber wir machen einen Cut. 36 Minuten, die sich gelohnt haben mit German Television. Und, Simone Zöller und abonniert German Television. ja, Simone Zöller, hast das klasse gemacht. Das mit dem Kiffen war übrigens richtig toll, hast du gesagt. Und ich bin mal gespannt. Natürlich wusste ich aber auch, dass es mehr in Jamaika gibt. 6.1. Es gibt Rum da. So, tschüss.